Freunde, bevor das Video losgeht, wollte ich euch auf jeden Fall nochmal ein großes Dankeschön aussprechen. Ja, ihr habt da wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Nach nicht mal 5 Stunden, nachdem ich das Video gestern geuploadet habe, hat hier der Kollege, den wir gestern erwähnt haben, die 100er-Marke geknackt. Das hätte ich selbst nicht gedacht, dass es dann doch in so schneller Zeit geht. Ja, vielen lieben Dank dafür. Ihr seid echt unglaublich krass, dass ihr da so rein supportet und ja, zeigt mir nochmal mehr, was für eine heftige Community ihr eigentlich seid. Und deswegen, ja, vielen lieben Dank für den ganzen Support und ja, jetzt geht's los mit dem Video. Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute ist es endlich soweit. Heute haben wir es geschafft. Heute ist der fahrende Händler ein letztes Mal arrived und ihr seht es bereits. Wir haben hier nur noch den Popcorn-Stand, der hier nicht platiniert ist, ja. Ich weiß, ich bin sehr spät dran mit dem Platinieren des Arena-Managers. Ich habe mich lange Zeit dagegen geweigert, ihn ja, zu platinieren und generell mehr Boosts zu kaufen, als eigentlich nötig ist. Ich empfehle auch immer noch im Nachhinein, dass es wirklich nicht sehr worth ist, das Ding zu platinieren, wenn man nicht wirklich sehr weit oben mitspielen möchte. Ansonsten kauft euch wirklich nur den Double Boost auf der Toilette, höchstens eventuell noch auf dem Monster. Ja, zum Anfang vielleicht noch ein Boost auf dem Sitzplatz und dann ist aber auch wirklich Schluss denn damit. Ja, mehr ist dann halt wirklich nicht großartig lohnenswert. Zumal, wenn man so wie ich sowieso kein Epic-Event mehr spielt, ja, dann ist der Sinn des Arena-Managers eigentlich sowieso überflüssig. Deswegen ist das Ganze auch ein bisschen widersprüchlich, sag ich mal, dass ich das Ding doch platiniert habe. Aber ich wollte es auf jeden Fall gemacht haben, weil das ein Feature einfach ist. Ja, du investierst einmal was rein und dann hast du es durch. So, dann hast du es durch und ich habe ja immer noch still und leise die Hoffnung, dass wir von Playa vielleicht erhört werden und dass die irgendwas am Runensystem ändern, weil so wie das jetzt ist, ist es halt wirklich einfach frech, dass man, wenn man sich komplett neu ausrüsten will, 100, 200 Euro an einem Epic-Event lassen muss fürs Blättern, damit man perfektes Equipment findet. So. Und das ist jedes Mal einen neuen Arena-Manager platinieren gefühlt irgendwie. Ja, und das ist dann noch wesentlich teurer. Die Runen laufen aber trotzdem nichtsdestotrotz weiter auf der Geschwindigkeit und das Ding ist, beim Arena Manager, das ist nicht sowas wie mit der Festung. Bei der Festung, klar, kannst du dir auch Vorteile verschaffen, wenn du die skippst, aber ja, ich sag mal, das ist jetzt wirklich nicht gerade sehr lohnenswert, großartig und die Festung ist auch was du früher oder später so oder so ans Maximum ausgebaut hast. Beim Arena Manager ist das nicht so. Du kannst dir das nicht verdienen. Du kannst das nicht ausbauen und irgendwie, ja, also du kannst dir halt die Boost kannst du dir nicht verdienen, die musst du dir mit Pilze kaufen. So, und das ist halt im Gegensatz zur Festung natürlich dann deutlich teurer, wenn man das dann machen möchte. Ja, und deswegen holen wir uns jetzt auch noch hier den letzten Platin Boost. Das ist auch so ein Ding, muss ich dazu sagen. Vorher bezahlst du hier für einen Boost 200 Pilze und für Golden auch nochmal 200 Pilze. Das sind 400 pro Stand, die du hier bezahlst. Nur um nachher, wenn der Platin Boost kommt, der nochmal richtig reinscheppert, dann am Ende nochmal nur, in Anführungszeichen, 100 Pilze zu bezahlen. Ne? Also, ja, erst bezahlst du sehr viel, damit du dann am Ende, wenn du dann schon alles ausgegeben hast, weniger bezahlst. Ne? Also, ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wir kaufen das Ding jetzt hier, zack, und da haben wir das Ding auf Platin gezogen. Herzlichen Glückwunsch an mich. Ja, wie gesagt, don't try this at home. Ich werde jetzt morgen nochmal mit diesem Arena Manager hier versuchen, falls ich es bekomme, einen 7-Tage-Skip zu holen und dann mal zu gucken, was das denn so gebracht hat. Und ja, das werde ich einmal machen, das werde ich vielleicht noch zweimal machen, höchstens vielleicht noch ein drittes Mal und dann ist Schluss. So, dann viel mehr werde ich dann hier nicht mehr investieren in den Arena Manager, dann habe ich genug Pilze verbraten, ja. Die ganzen Pilze, die ich mir aufgeladen habe, die sind jetzt schon fast alle wieder weg. Aber das, was jetzt da ist, noch vom Rest jetzt, den ich aufgeladen habe, das sollte jetzt erstmal auch noch wieder eine Weile halten, weil jetzt habe ich ja erstmal keine weiteren Ausgaben mehr. Das war jetzt der große Pilzfresser hier, so, und ich hoffe mal, das wird jetzt ein bisschen dezimiert in der nächsten Zeit, ja. Genau, so viel zum Arena Manager.
Und ich bin echt mal gespannt drauf. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ja, wir werden ja beim nächsten Update, ich weiß noch nicht, ob es denn das Geburtstagsupdate ist, weil beim Geburtstag-Update, das ist noch, ja, das ist ja gleich um die Ecke quasi. Also da denke ich mal, werden wir noch nicht so viel Einfluss als Spieler drauf haben beim nächsten Update. Aber vielleicht beim übernächsten Update werden wir denn sehen, ob wir von Shakes & Fidget irgendwo gehört werden als Community, ob wir überhaupt wahrgenommen werden und so weiter und so fort. Und ja, dafür hatten wir ja dann auch die dementsprechenden Videos gemacht. Und es wurde ja auch auf uns zumindest geantwortet auf das Video, was wir eingesendet haben bei SF Game, ja, zumindest auf Twitter. Wobei man sagen muss, auf Twitter steckt da ja auch nur mehr oder weniger ein Supporter dahinter. Und ist ja beim Forum genauso. Da wird das dann halt an die Community Manager oder die ja, Forum-Supporter oder die halt für Support zuständig sind, ist ja dann erst die erste Zwischenstelle. Und dann geht es ja dann erst quasi zu den Leuten, die dann darüber entscheiden. Die Forum-Leute und die Supporter entscheiden da ja auch nicht drüber. Aber das ist halt unsere Kommunikationsquelle, ja. Also das ist dann der Zwischenschritt. Wir können ja nicht einfach so ja, von uns aus direkt mit der Firma sprechen. Das geht ja nicht. Ne? Der Zwischenschritt ist einfach der Community Support und eine andere Chance, denke ich mal, werden wir da nicht haben. Ja? Und ja, das ist, denke ich mal, so alles, worüber wir irgendwie uns Chancen ausrechnen können. Ja, sonst, denke ich mal, sind uns da weitestgehend die Hände gebunden. Gut, ja, was gibt es sonst noch hier zu tun auf dem Account? Ich glaube nicht mehr so viel. Wir können gleich nochmal auf die anderen Accounts gucken, aber das meiste, das Wesentliche haben wir ja hier schon erledigt. Ja, ich bin ja, froh. Ich bin froh, dass ich jetzt endlich mal mit einem Arena Manager durch bin. Es war sehr, sehr kostenspielig. Ich empfehle es euch nicht, ich sag's nochmal. Aber ich hatte hier auch schon ein paar Gegenstände gesehen, die ich lange Zeit zuvor nicht gesehen hatte. Zum Beispiel sowas hier wie Lebensenergie plus 6. Oh, also entweder ist das ein sehr gutes Item, weil sonst war ich immer so bei so plus 3, plus 4. Und ich kenne zwar die Breakpoints da nicht genau, ich weiß, dass es da welche gibt. Wie genau die definiert sind, weiß ich aber auch nicht. Und das ist, glaube ich, auch nur schätzungsweise irgendwie abgepasst, ja. Aber plus 6% sind für mich schon ganz gut, sag ich mal so. Ne? Also das ist schon nicht verkehrt, zumindest für das, was wir hier am Fortschritt im Arena Manager haben. Dadurch, dass wir hier eigentlich so einen Rückstand haben im Vergleich zu Leuten, die das Teil hier komplett durchgezogen haben. Ja, wir schauen mal auf die anderen Server. Obwohl, warte mal, wir machen nochmal ein Würfelspielchen hier. Da komme ich auch überhaupt nicht hinterher bei 10 Male. Ah, zumindest Gold bekommen. Was haben wir hier noch irgendwie? Hexenkessel kriegen wir heute wahrscheinlich nicht mehr hin. Das ist sehr schade, weil das einer meiner ja, größten Einkommensquellen ist, was XP angeht, so die Daily Quest momentan. Es ist halt wirklich sehr, ja, sehr gut. 9,7 Millionen, ja, manchmal sogar über 10, noch immer ein Stück weit. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, kommen da gefühlt immer die falschen Quests ran, ja. Also, oder zumindest die man halt relativ schwierig einlösen kann. Ich hatte mir auch schon ein paar Mal was gekauft aus dem Shop, nur um damit den Auftrag zu erfüllen. Aber dann tauschst du ja im Prinzip auch wieder Gold gegen Erfahrung am Ende des Tages, ist es ja das, ne? Ja, aber es ist halt relativ viel Erfahrung so, ne? Also das will man auch nicht unbedingt missen, sag ich mal. So, ja, auf dem Server hinkt es ein bisschen bei mir, was so die Pet-Fütterei angeht. Da habe ich jetzt momentan das Ganze ein bisschen vernachlässigt so. Da können wir auch mal anfangen, hier das mal zu füttern, wenn wir so viele Früchte haben. Die brauchen ja auch nicht einfach so sinnlos rumliegen. So. Und ja, mal gucken. Glücksrad haben wir durch. Dann machen wir nochmal einen Arena-Angriff. Mal schauen, wie es da aussieht. Wird doch mal wieder Zeit, dass ich hier mal neues Equipment brauche. Aber, ja gut. Wer kein Epic-Event spielt, der braucht nicht zu viel erwarten. Ne? Und den Gashop, ja. Den alten Gashop, der ist wohl auch inaktiv, so wie es aussieht. Ja.
Hier auf dem Account bin ich sowieso behind, was so den Arena Manager angeht. Aber hier habe ich das eigentlich so gemacht, so wie ich es halt ja machen wollte. Ich habe mir hier den Anfangsboost gekauft, also die wichtigen halt so zwischendurch. Das war schon wieder eigentlich kompletter Müll. Ja, ich weiß nicht, warum ich das hier gekauft habe, die beiden Boosts. Eigentlich, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Das war einfach dumm. Das war einfach dumm. Das musste ich nicht machen. Das bringt im Prinzip gar nichts hier. Das wäre wichtig und vielleicht noch der Monster Boost, aber ne, den kaufe ich mir auch nicht. Das ist mir hier auch, das ist mir nicht wert, muss ich sagen. Das ist es mir hier einfach nicht wert. Auf meinem Main ist es mir das wert gewesen, aber auf den anderen Accounts ist es mir das nicht wert. So, ja, hier sind wir ja auf meinem Free-to-Play Berserker, den wir ja gestern hatten. Und hier habe ich so gemacht, ja, wie ich es eigentlich so für richtig halte. Ich habe mir so hier den Anfangsboost geholt, weil dann kommst du ein bisschen schneller zum Ende hin. Und hier, ja, Popcorn-Stand habe ich mir auch noch geholt, weil entweder Double Boost auf das Gebäude oder 2 einzelne, habe ich mir so gedacht. Aber ja, im Prinzip wäre ein Double Boost natürlich besser gewesen. Und ja, aber ihr seht schon, 75 Pilze als Free-to-Play-Spieler aufbringen ist dann auch wieder gar nicht mal so einfach. Und das wäre dann quasi der nächste Boost hier für die Toilette, dass wir das Teil voll kriegen, aber ja, da ist es mir dann doch lieber, die Pilze zu sparen, damit ich dann 50er Mount habe und 320 Alu wegknüppeln kann. Das ist es mir dann doch mehr wert als so ein läppischer Klo-Boost, sag ich mal. Davon abgesehen, ja, habe ich hier sowieso auf dem Account, hatte ich ja gestern schon gesagt, nicht wirklich die Muße dazu, noch ein drittes Farm-Equipment aufzubringen. Ja gut, nehmen wir Sanduhren. So, was haben wir hier noch für eine Quest? Unterhelden, Unterhelden. Die guten alten Unterhelden, man kennt sie. Die Unterwelt ein paar Helden anlocken. In der Unterwelt ein paar Helden anlocken. So, jetzt haben wir es. Gut, das müssen wir auf dem Main, glaube ich, auch noch machen. Ne, nicht auf dem Main, sondern auf dem Berserker. Ne, nicht auf dem Berserker, auf dem Battle Mage. Beginnt auch alles mit B irgendwie gefühlt. So, damit wir hier auch unsere Mine fleißig weiter ausbauen können, wenn wir hier in Not geraten, ja. So, dann gucken wir nochmal ganz kurz auf den Dämonenjäger rauf, nochmal auf ganz schnelle Welle nochmal hier gucken, was haben wir hier für eine Quest. 10 Abenteuer absolvieren, okay, das ist immer ganz nice, sowas hier, sowas, was man nebenbei erledigt. Das haben wir auch im Handumdrehen hier mal so weggekloppt, ja. Unterwelt, lass uns nicht drüber reden. Ja, und gut, dann war es das jetzt erstmal soweit hier von der Episode. Mal hier am Glücksrad noch einmal drehen, Würfelchen nochmal, zack, sehr gut, das ist gut. Ja, okay, bin ich zufrieden. Und ja, das war's dann soweit für die Folge heute. Wir haben den Arena Manager platiniert. Ja, toll. Und ja, ich verabschiede mich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.